Herr Hirsch, Sie hatten als junger Mann eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Also Ende der 80er Jahre hatten wir eine Rundreise in Ägypten gebucht mit dem Jugendherbergswerk, sind dann durch die Wüsten gefahren, haben die Hauptstädte besucht und ich bekam dann obligatorisch Magen-Darm-Probleme und unser Reisebus war nicht sehr üppig ausgestattet. Und von daher habe ich dann beschlossen, 5 Tage nicht zu essen und zu trinken. Ich habe also nur so getan, damit der Bus nicht immer anhalten musste. Und wir sind dann, haben einen Stopp gemacht in einer Oase, haben eine Weberei besucht und dort bin ich dann zusammengebrochen. Das war eine richtige Erlösung, weil ich habe die Szenerie von oben beobachtet, wie die Leute da unten alle hektisch hin und her riefen und rumrannten und irgendwas machten. Ich habe mich gewundert und gesagt, warum regen die sich alle so auf? Ist doch alles in Ordnung. Ist doch alles wunderbar so, wie es gerade ist. Ja, es waren 2 Leute, die ruhig waren, die bei mir standen, die taten mir gut und alle, die so rumrannten, die haben mich eigentlich nervös gemacht. Und ich habe es nicht verstanden, was die ganze Aufregung sollte. Zum besseren Verständnis. Also Sie waren zu diesem Zeitpunkt außerhalb des Körpers und schwebten über der ganzen Szenerie. Genau. Ja. Also ich würde sagen so 10 Meter ungefähr habe ich das beobachtet und habe mich dann immer weiter und weiter entfernt. Und das Eindringlichste war dieser Frieden. Also das kann ich mit Worten nicht beschreiben. Dieser innere, glückselige Frieden und Liebe. Da gibt es überhaupt keine Worte hier auf Erden. Das war eigentlich das Eindrücklichste, dass alles richtig war, so wie es ist, dass alles stimmte. Und ich habe mich dann immer weiter entfernt von der Erde, bis ich, naja, das hört sich jetzt komisch an, aber ich sag mal so, vielleicht Entfernung Mond war, die Erde von oben beobachtete und alles gleichzeitig gesehen habe, was auf der Erde passiert. Also vom Kopf, von der Logik her, ich dachte, das kann ja gar nicht sein. Und trotzdem habe ich alles gesehen. Und ich hatte ganz, ganz viele Fragen in mir. Und noch bevor ich die Fragen gedacht hatte, also zu Ende gedacht hatte, hatte ich schon die Antworten. Die durfte ich leider nicht mitnehmen. Nur die Gefühle, die ich zu diesen Fragen hatte, die durfte ich mitnehmen. Die reinen Antworten leider nicht. Und das war, ich kann es nicht beschreiben, das war wirklich einfach wunderschön, es reicht nicht, die Worte. Das, was mich erstaunt hat, war, dass ich begriffen habe, warum so vieles auf der Welt gerade passiert, was wir jetzt vermeintlich als schlecht bezeichnen. So machte Sinn, weil ich die Erklärung bekommen habe, wenn das passiert, dann kann das folgen und das und das und das. Das machte so Sinn wie eine Perlenkette. Alles machte Sinn und war am richtigen Platz und passierte zur richtigen Zeit. Das begreife ich heute eigentlich immer noch nicht so, aber das machte wirklich Sinn. Herr Hirsch, Sie haben gesagt, Sie haben die Erde von der Distanz des Mondes aus gesehen. Wie soll man sich das vorstellen? Also das war jetzt kein Standpunkt, sage ich jetzt mal, vom Mond aus, sondern diese Entfernung, wie der Mond zur Erde hat, so wenn Fotos gezeigt werden, so sah das aus, aber ich war überall, also wie eine Blase um die Erde herum, so kann ich es vielleicht beschreiben, wie eine Atmosphäre, wie die Atmosphäre, so um die Erde gespannt. Und sobald ich gedacht habe, eigentlich, was passiert da unten, hatte ich den Eindruck, als ob wie so ein Fokus gerichtet auf diesen Punkt ist und ich habe das gesehen, was passiert, aber auch gleichzeitig gefühlt und auch gleichzeitig miterlebt. Allerdings neutral, also nicht so jetzt Schmerz oder Trauer, aber ich habe das gesehen, aber das war trotzdem ein normales Gefühl. So, also das hat mich nicht belastet. Wenn da jetzt ein Mensch traurig war oder Schmerzen hatte, das war nicht belastend, sondern das machte irgendwie einen Sinn. Ich kann es nicht anders beschreiben. Wie lange dauerte dieser Zustand? Für mich waren es Sekunden. Ich habe dann später gefragt, es war ungefähr so eine Dreiviertelstunde, die ich weg war. Für mich war, also vom Gefühl her würde ich sagen, es waren vielleicht 30 Sekunden so insgesamt alles.
Aber es war ungefähr eine Dreiviertelstunde. Haben Sie die Rückkehr in den Körper auch bewusst erlebt? Ja, ich habe dann, also bevor es zurückging, habe ich ans Meer gedacht. Meer ist so, ich finde Meer ist so meine Traumgegend. Und habe gedacht, wie schön es wäre, am Meer zu sein. Und bin dann fokussiert, also ich dann sozusagen zurück zu einem, ich weiß nicht wo, zu einem Strand gekommen und habe mich wie ein Sandkorn gefühlt, das so von den Wellen an den Strand gespült wurde. So. Und dann ja, habe ich mich eigentlich gewundert, wie sich das anfühlt und habe dann gemerkt, wie ich dann zurück in den Körper gezogen wurde. Das ging ganz schnell, schlagartig. Letztendlich genauso schnell, wie ich raus war, so vom Gefühl her war ich auch schon wieder drin. Und dann kam die große Traurigkeit. Die hat mich wirklich lange Monate beschäftigt, weil ich bin nicht gerne zurückgekommen. Hätte ich die Wahl gehabt, wäre ich drüben geblieben. Und da war ich sehr traurig drüber, dass ich zurück musste. Ja. Was hatte diese Erfahrung für eine Auswirkung auf Ihr weiteres Leben? Zum einen, dass ich keine Angst mehr vor dem Tod, vor dem Sterben ja, also Schmerzen oder so, davor habe ich Angst, aber vor dem Tod nicht mehr. Ich freue mich darauf. Es hört sich auch komisch an, aber ich freue mich darauf. Wenn der Tag kommt, gehe ich gerne mit. Wenn da jetzt der Tod anklopfen würde, würde ich sagen, schön, dass du da bist, ich gehe mit dir. Also es ist so der innere Frieden, den ich dort erlebt habe, der ist immer noch in mir drin. So, und das verbinde ich mit Tod. Letztendlich diesen inneren Frieden, diese allumfassende Liebe, diese Ruhe, auch das Wissen, dass das alles Sinn macht. Und ja. Als Sie sich außerhalb des Körpers befanden, so 10 Meter über sich, haben Sie da ein Körpergefühl gehabt? Ich war eigentlich, also bei den 10 Metern war ich noch ich selber. Also ich habe noch so ausgesehen, wie ich da unten gelegen habe. So habe ich mich auch gefühlt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Hände und Beine bewegt hätte, das nicht. Aber ich hatte den Eindruck, so wie ich sie jetzt angucke, so dass ich eben so im Umkreis mich eben auch sehe, so aus den Augenwinkeln. Das war gleich. So. Allerdings keine Schmerzen mehr, nichts. Also es war alles gut. Aber doch, ich hatte da, ich würde sagen, noch dieses Körpergefühl. Bei den 10 Metern. Dann nachher nicht mehr. Dann war das weg. Glauben Sie, dass Sie Ihre Erfahrung mit Worten richtig vermitteln können? Nein. Nein, das glaube ich wirklich nicht. Das ist das Schwierige daran. Immer wenn ich es erzähle, denke ich, das reicht nicht. Das ist, ich sage Frieden und das ist viel, viel mehr als Frieden oder allumfassende Liebe und das ist viel, viel mehr. Ich glaube, für dieses Gefühl, was ich da hatte, da gibt es überhaupt gar keine irdischen Worte für. Weil, also ich wiederhole mich, es war so friedvoll und so voller Liebe und es war alles gut und alles richtig, aber die Worte, die reichen nicht, um das wirklich zu beschreiben, wie es war. Ja. Wovon konnten Sie am meisten profitieren im Leben von dieser Erfahrung? Da ich die Gefühle, die ich dort hatte, zurück mitnehmen durfte, das Wissen nicht, aber die Gefühle, hilft mir das in schweren Lebenssituationen einfach. Einfach, weil ich weiß, das mag jetzt ein schwerer Zeitpunkt sein, ein schweres Erlebnis, aber es geht weiter. Es geht wieder vorbei und das ist jetzt eine Phase im Leben, die ich einfach überwinden muss und habe dann einfach aus dieser Erinnerung Trost gezogen. Und das hat mich durchhalten lassen und auch aufgebaut, sich wieder an dieses Gefühl anknüpfen zu können. Ein großes Gefühl war auch immer noch dieses Nachhausekommen. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwo zu Hause zu sein. Und nach meiner Nahtoderfahrung weiß ich, was zu Hause ist. Also für mich ist zu Hause wirklich die jenseitige Welt. Und das hat mich sozusagen etwas versöhnt, weil ich da hingucken durfte, hier zu Hause mehr anzukommen. Also meinem jetzigen irdischen Zuhause. Mich dort auch ein bisschen zu Hause zu fühlen. Aber mein wirkliches Zuhause, vom Gefühl her, ist wirklich die jenseitige Welt.
Herr Hirsch, herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen.